Alrighty, sind liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti mit ganz wilden Lichtverhältnissen. Aber erstmal die Frage an euch: Wie war euer Wochenende? Was habt ihr so gemacht? Und ja, wir sind auf dem Speed-Server und ich will jetzt mal über den aktuellen Stand reden, aber jetzt nicht über die Ehrenhalle oder so. Denn ich will mich bedanken. Es gab jemanden, der möchte anonym bleiben, aber tatsächlich ein paar Pilze gesponsert hat. Ich habe ja schon gesagt, dass ich den Server gerne weiterspielen will, um einfach zu gucken, wie sich das vielleicht auswirkt. Und ich hatte jetzt das Problem leider, dass ich Samstag nicht spielen konnte. Da ist mir wieder ein bisschen was verloren gegangen. Sonntag habe ich ein bisschen Pilze investiert, um auf den Stand zu kommen, wo ich jetzt bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor wir über alles andere reden, es ist schon echt schwierig, jetzt noch viel Level zu machen, selbst für mich. Was habe ich gemacht? Ich habe schon geschaut, dass ich meine Begleiter jetzt mal halbwegs full equippe mit den Steinen. Wir hatten ja das große Stein-Event und mir fehlen tatsächlich nur 2 Steine beim Magier. Der Rest ist relativ up to date. Die Waffen sind jetzt nicht mega alt. Habe im Epic-Event leider kein Glück gehabt mit einer besseren Epic-Waffe. Also ich habe 200 Pilze oder so, 300 Pilze ausgegeben dafür. Und dementsprechend sehe ich für mich persönlich gar nicht mehr so viel Potenzial, im Licht-Dungeon weiterzukommen und viel XP zu machen. Schwierig, weil die Dungeons hier, die geben alle wenig XP ab. Gut, die Blindschleiche könnte ich vielleicht probieren und irgendwie mal schaffen, denke ich. Also ich habe mir jetzt auch den Dungeon Simulator nicht angeguckt dazu. Aber so vom Gefühl her bin ich, glaube ich, noch zu schwach. Und im Schatten bin ich jetzt auch schon mittlerweile auf der Schwarzschädelfestung und ich habe hier ein paar Tries gegeben und habe das Gefühl, dass es auch nicht so einfach ist. Und auch diese Dungeons geben zwar ja mehr XP ab als vorher, aber ja, bei Weitem jetzt nicht, dass man dann gleich 3 Level macht, ne? Also, ja, also der kann fallen definitiv. Vielleicht geht da auch noch ein bisschen mehr, aber ich bin jetzt schon 328 und so viele Level mache ich nicht mehr, würde ich sagen. Und klar ist natürlich auch eins, es ist mega schwierig in die Top 50 zu kommen, weil halt viele Spieler in den Top 50 natürlich bei stärkeren Gilden sind, die halt auch mehrere Blackstones haben. Ich habe jetzt nicht auf die eine Chance von Derafim, ist der Einzige, der wirklich hier auch viel gemacht hat, der seine Ritterhalle gepusht hat, der hat es eigentlich auch, hat noch nicht mal einen schwarzen Stein. Dadurch, dass ich auch nicht so viel Zeit in die Festung investiere, fehlen mir natürlich auch Ressourcen, um hier weiterzukommen. Also da ist natürlich Potenzial drin, aber für Derafim ist es sehr schade, weil er der Einzige ist. Auch beim Arena Manager habe ich nur 2 Sachen ausgebaut und gepilzt. Da ist natürlich noch ein bisschen Potenzial. Aber ich will einfach damit sagen, dass man im normalen Spielgeschehen trotz des Speed-Servers auch jetzt nicht mehr so viele XP machen kann. Und warum sage ich das? Weil es halt für mich zeigt, wie extrem der Bug einfach war. Ob man ihn jetzt bewusst genutzt hat oder nicht genutzt hat. Weil man gerade so die Dungeons, also hier so die Licht-Dungeons natürlich, bis Jan der Hämmerer, damit hat man sehr viel XP gemacht, aber so ab Level 290 war das dann auch teilweise nicht mal mehr ein Level up, weil die auch irgendwo, glaube ich, gecapped waren von den XP. Wenn man aber vorher natürlich da extrem weit gekommen ist, also schon so weit, dass man wenig Pilze über Level 300 sowieso gekommen ist, hat man natürlich auch eine Basis aufgebaut. Also das ist wirklich, wirklich schade, dass der Server nicht resettet wurde. Das ist eigentlich so Kerngedanke, warum ich trotzdem ein paar Pilze investiert habe, um ein besseres Feeling dafür zu kriegen, wie extrem der Bug gegebenenfalls genutzt wurde. Und die Spieler, die gebannt wurden, sind ja wieder entbannt. Nicht alle spielen noch. Großteil schon, aber also wir wissen, dass auch Leute weiterspielen konnten, die auch teilweise vom Bug profitiert haben. Es ist halt nicht dazu gekommen. Was man aber sagen muss, und deshalb wollte ich auch das Video jetzt dazu machen, ich habe in meinem letzten Part vom Statement oder mein Fazit des Speed-Servers ein paar Sachen angesprochen, die jetzt im Nachhinein bereinigt werden müssen, denn einerseits hat Player Games von vornherein angekündigt, dass Pilze, die
man am Ende des Speed-Servers noch hat, übernommen werden können auf einen neuen Server. Das wusste ich nicht. Und das erklärt natürlich auch ein bisschen mehr den Standpunkt, warum Player Games sagt, die geben halt keine Pilze zurück, wenn man jetzt nicht gebannt wurde. Punkt 2 ist, dass das Thema Pilze auf einen anderen Server transferieren und sogar noch mehr Pilze bekommen, anscheinend doch nur ein Gerücht war. Man hat natürlich gedacht, wenn jetzt zahlende Spieler sagen, bitte macht das, ich habe viel Geld rein investiert, dass man es wirtschaftlich als Spielehersteller sogar verstehen könnte, wenn man dann sagt nein, aber es gibt keinerlei Beweis dafür, beziehungsweise würde es eigentlich auch mir gegenüber im Privaten als unwahr betitelt. Also man kann davon ausgehen, dass es nicht zu so einem Angebot gekommen ist, Stand jetzt, und deshalb möchte ich das auch erzählen, weil ich habe ja die Vorwürfe auch ein bisschen mit verbreitet und dahingehend hat sich Player Games dann, Stand jetzt, nichts zu Schulden kommen lassen und auch etwas besser oder von vornherein besser gehandelt, als ich es erst gesprochen habe. Nichtsdestotrotz ist für mich die Situation Speed Server nach wie vor so, dass der Wettbewerb nicht fair gelaufen ist und das ist schade. Ich glaube, wenn ich mich jetzt hochkämpfen würde, bin ich so aktuell so Top 100. Aber das nächste ist tatsächlich, und da sieht man halt dann auch mal den Unterschied. Klar, ich kann noch skillen, das habe ich heute noch nicht gemacht. Aber die Leute haben halt auch viel krassere Skills. Ja, also. Jetzt mal so ein Spieler Pay to Win, der hat schwarze Steine, der hat 10%. Ah ja, der hat sogar nur 3%. Hat aber 21% Bonus der Gilde, also schon 8 oder 9% mehr Schadensbonus allein durch die Gilde, weil sie natürlich stärker ist. Blackstones. Die Skills sind jetzt, naja, ja, die sind schon nochmal ein ganzes Deut weit besser als bei mir. Aber das liegt halt auch daran, weil man natürlich auch eher einen Vorsprung hatte. Man hat durch die Quests mehr Gold bekommen. Da muss man jetzt nicht mehr krass viel mehr gepilzt haben. Ne? Und das schafft man also dann aus meiner Position halt auch kaum. Aber das erklärt halt nicht macht nicht den Bug-Abuse weg, der halt vielleicht irgendwo da war. Ja. Hat trotzdem Spaß gemacht, relativ noch ein bisschen was zu schaffen, aber auch hier gibt es jetzt entweder einen Punkt, wo es nicht mehr so viel wert ist, was man schafft. Und das ist natürlich auch der Grund, warum die anderen Spieler oben jetzt nicht mehr so viele Level machen. Aber das nochmal aus Sicht eines Spielers, der den Bug nicht genutzt hat, weil er nicht gespielt hat und 2 Tage verpasst hat. Muss man jetzt mal auch mal sagen, ich habe trotzdem 2 Tage nicht gespielt. Wer weiß, wo ich stehen würde, wenn ich jetzt so gespielt hätte und ich hätte die 2 Tage gespielt. Möglicherweise wäre der Abstand dann nicht ganz so groß. Das muss man auch sagen. Und natürlich viel mehr Pilze waren auch möglich. Bis dahin, erstmal euer Basti, haut rein, macht Tschüss und Servus.